So Leute, der eigentliche Grund, weswegen wir uns hier heute zusammenfinden, ist dieser Werkzeugwagen. Den sollte ich eigentlich aufräumen, aber eine ebenfalls unaufgeräumte Geschichte ist die Thematik, dass ich mal vor geraumer Zeit mit Jesko einen Gebrauchtroller hätte kaufen sollen. Wir suchen gebrauchte Roller. Jeder hat 4.000 € Budget. Ich habe gedacht, ich nutze mal die Zeit und suche nach meinem Traummodell. Ich habe hier den ersten Roller unter 4.000 gefunden. Da ist ja gar nichts mit anfangen. Oh. Was denn? Hast du sehr Dies ist mir irgendwie nicht gelungen. Deswegen hole ich mir heute Schützenhilfe von unserem Produktmanager Modern Vespa. Martin. Servus. Servus. Ich gehe mal davon aus, wir können es runterbrechen, auf welches Baujahr ist denn noch interessant, welches Baujahr rätst du ab? Ich würde sagen, ab den Maschinen, die ABS hatten, ich glaube, der Wechsel war so ab 2014, die machen wirklich Sinn, wenn man schnell fährt. Man hat halt einen gewissen Sicherheitsrückhalt. Es kommt immer darauf an, was will ich haben und was habe ich Budget. Und ich glaube, mit unseren 4.000 € Budget kommen wir relativ schnell an Grenzen. Was hat es mit diesen Special Editions auf sich? Sind die ebenfalls noch wertstabil? Also es gibt ja jetzt gerade aufgeploppt Primavera Red. Das ist eine Special Edition gewesen. Dann gibt es ja diese Mickey Mouse und Yacht Club und Christian Dior. Wer mich kennt, weiß, da geht mir das Herz auf. Schau dir das an. Junge, mit Koffer, mit Helm und die Tasche wird halt wahrscheinlich demonstrativ dahingestellt. Ich sehe dich so auf dem Roller treffen. Vor allem auf dem Steg. Du siehst den Ammersee bei Mit dem Helm Brandung. und der Tasche. Also ich sage mal so, normalerweise sind es genau dieselben Fahrzeuge, die es auch normale aus dem Katalog gibt. Ne? Es sind andere Aufkleber drauf und vielleicht anders vermarktet. Die Aufkleber gehen relativ schnell ab oder verblassen und dann ist der Ärger meistens größer, den Aufkleber wieder zu bekommen. Das oder sind Farbunterschiede halt, Genau. dass das eine schon ausgeblasst ist. Genau. Und Es spricht grundsätzlich nichts gegen ein Sondermodell, aber ich würde als Wertanlage ist. als Wertanlage, weiß Okay. ich nicht. 125er und GTS, das sagen viele, das Ding ist einfach zu schwer oder zu untermotorisiert. Wer GTS fahren will, der sollte schon mindestens 250 oder eine 300 Kubik. Da ist er dann glücklich. Also 125 wird meistens nur von den Leuten gewählt, die halt den passenden Führerschein. Genau. Okay. Hier hätten wir jetzt eine GTS 300. Preis, Erstzulassung, Baujahr 21, Preis 3.999, vielleicht noch VB, keine Ahnung. Aber was man halt definitiv sieht, egal welches Baujahr man da anschaut, die Preise sind halt relativ stabil. Ist halt die Frage, brauche ich da eine GTS oder tut es nicht auch was anderes von der Firma Piaggio Vespa? Primavera 50 zeigt es mir an. 50 Kubik, Dann aber Zweitakt. dann eher Zweitakt, genau. Ja. 50 Kubik, Viertakt, am besten noch 4 Ventiler. Ich habe mal so einen Motor auseinandergebaut und es sind wahnsinnig viele Bauteile, die irgendwie natürlich angetrieben werden müssen und wahnsinnig schleppend sind und das frisst natürlich Leistung und das ist halt so eine Drossel, auch wenn die da halt irgendwie mit Quattro Valvole das Ganze benennen. Zweitakter werden halt nicht mehr gebaut und das heißt, da werden wir natürlich kein 2018, 19, 20er Modell finden, was interessant ist. Also ich müsste da eher Richtung 2015 runter. Also zumindest ist es da preislich teilweise interessanter. Wir kommen auf jeden Fall mal unter diese 4.000 € Ja, Grenze. das deutlich natürlich. Und würde sagen, dass wir vielleicht einfach noch mal kurz weiterschauen und dann noch mal reinschalten, wenn wir irgendwas Interessantes gefunden haben. Ja, genau. Machen wir es so. Bis gleich. Jo. Martin, jetzt haben wir echt einiges im Internet durchgewühlt. Ja. Mir raucht auch ein bisschen der Kopf. Nach langem Suchen haben wir tatsächlich anscheinend was gefunden. Martin, du hast etwas gesehen, was du interessant fandest. Also, ich habe eine rote GTS 300 gefunden. Okay. Passt perfekt in unser Budget. Hier vom SIP Headquarter perfekt erreichbar in kürzester Zeit. Sollten wir uns anschauen. Das trifft sich ganz gut. Unweit von hier habe ich eine LX50 gesehen. Eine LX? Ja, eine LX50. Ich weiß, es ist eigentlich gar nicht das, was wir mir eigentlich anschauen wollten. Aber das könnte interessant sein und es ist auch nicht weit entfernt. Und budgettechnisch liegt es voll im grünen Bereich. Also Auf. Now my wheels in motion and my windows open.
Martin, da sind wir schon. 2011er, 300er, mit schönen Leistungen, mit den klassischen Rundinstrumenten. Der Verkäufer hat ja gesagt, dass die frisch TÜV gekriegt hat. Also anscheinend auch problemlos. Er musste gar nichts machen. Zylinderkopf und Fußdichtung erneuert worden. Lass uns mal schauen, wie sie von der Karosserie ist. Kannst du mal unten reinschauen, unter dem Batteriefach? Guck mal. Ja, gut, diese typischen Steinschläge, wo man halt hat, ne? Aber das sieht alles noch ziemlich solide aus. Müssten wir vielleicht einmal kurz uns draufsetzen und eine kleine Runde fahren. Mal das Fahrverhalten, Bremsverhalten mal testen. Ja, Gasannahme ist sehr gut. Bremse vorne, Bremse hinten, Bremse vorne, alles gut. Lenkung sieht jetzt auch nicht ausgeschlagen aus, also spült sich auch nicht so an. Was selten ist, die Uhr funktioniert. Pluspunkt. Und das ist ein typisches Problem der Vespa GTS. Lenker flattern. Haben aber bis in die Baujahre 2026 alle Vespas, die ich bisher Probe gefahren habe. Also grundsätzlich tut sie und macht sie, was sie tun soll. Die Stoßdämpfer sind etwas weich. Aber die Dämpfer sind auf jeden Fall trocken. Also gut, deswegen hat er es ja auch TÜV gekriegt. Bremsbeläge sind gut. Bremsscheibe ist gut. Reifen, super. Schauen wir mal die Beleuchtung kurz an. Ja. Bremse. Bremse? Andere Bremse. Geht. Okay. Machen wir noch die andere Seite bitte. Andere Seite. Die geht nicht. Dann haben wir Blinker rechts. Geht. Blinker links. Geht auch. Ein fixer Blick unter dem Motor. Ist alles trocken. Ein bisschen schwitzen darf jeder Motor. Das heißt, wenn man dran fasst und die Hände sind ein bisschen dreckig, finde ich es jetzt eigentlich nicht schlimm. Das ist vollkommen normal. Solange halt nicht irgendwo das Öl runterläuft, ist das alles schon mal ganz gut. Wenn man jetzt hier an diesem Punkt, an dieser Stelle einen Rastpunkt spürt, dann ist das ein Indikator dafür, dass das Steuerlager eben erneuert werden muss oder dass es eben fällig wird. Da das Fahrzeug aber frisch TÜV gekriegt hat, wäre es dem TÜV-Prüfer aufgefallen. Von daher ist auch super. Reifenprofil ist okay. Reifen selber 42. Kalenderwoche 2017. Vollkommen in Ordnung. Sind die Blinker defekt in Form von Rissbildung oder Scheinwerfer, Wasser drin, Nee. Wassereinschluss, nichts. Spiegel sind in Ordnung. Eigentlich steht das Fahrzeug ziemlich solide da. Für sein Alter finde ich es ganz gut, Ja. Martin. Also bis auf den Bremslichtschalter rechte Seite, was vermutlich der Bremslichtschalter ist, Genau. weil die stand eine Weile. Das kann natürlich auch sein, Dass der das, Stift nicht rausrutscht. dass der ne? Stift nicht, dass der irgendwie ein bisschen fest ist, dass das wieder von selbst geht, wenn man das eine Weile betätigt. Also 25.000 Kilometer ist er für einen Viertakter, eine GTS 125, 300, ist er eigentlich nicht viel. Gut eingefahren. Preislich lag die bei, 3,3, ja. ist das günstig oder ist das fair oder ist die vollkommen überteuert? Oder? Also grundsätzlich, wo Vespa draufsteht, Ist auch Vespa drin. ist auch Vespa drin und ist auch 5 Vespa Euro fürs Preis. Straßenkästchen. Natürlich muss man sehen, dass man ungefähr das Doppelte ausgeben müsste, um eine komplett neue zu bekommen. Aber auch so neuere Baujahre 2018, 2020, die sind ja alle ziemlich irgendwo Ja. 4,8, Ja. 5,2. Genau. Ja gut, jetzt habe ich mit dem Verkäufer gesprochen. Der hat mir gesagt, er würde auf 3.100 runtergehen. 3,1, dann hätten wir noch 900 Euro Spielgeld von einem Budget von 4.000 Euro. Von daher bin ich mal gespannt, was die LX sagen wird. So, hallo. Hallo, So. servus. Servus. Servus, Ralf. Martin, servus. Hallo Martin. Nico. So, das ist das gute Stück. Ich habe den Roller vor 3 Jahren gekauft, habe den für meine Stieftochter
hergerichtet. Es wurde die Technik komplett überholt und es wurde auch Teil lackiert vom Roller. Es ist ein Zweitakter noch, also kein Viertakter. Die ist als Mofa umgebaut. Die hat die Drossel drin für die Mofa, da ist auch die Bestätigung mit dabei. Ja. Also was ich halt zum Beispiel ganz gern mache, sind irgendwelche Leitungen, gerade so Kraftstoffschläuche, Ölschläuche, Ansaugstutzen, sind die porös, sind die irgendwie rissig, müssen die erneuert werden. Aber da wurde auch schon fleißig erneuert. Also Mir war halt Ansaugstutzen wichtig, sieht dass, ziemlich neu dass aus. der Roller in einem guten technischen Zustand ist, Ja. dass man den wirklich benutzen kann. Oh, sehr gut. Ja, das ist das, was ich gemeint habe, Martin. Das Ding muss auf dem ersten Stück kommen. So, was man eigentlich natürlich auch bei einem gebrauchten Roller ganz gern betrachtet, sind die Reifen. Profil ist natürlich noch richtig gut. Aufs Alter kann man natürlich achten. Die müssen von 22 sein, die Reifen, oder? Ja, die sind super. Bremsen sind auch noch super. Bremsscheibe ist in Ordnung. Licht vorne, hinten geht, oder? Hinten geht auch. Bremslicht geht. Bremslicht geht. Tadellos. Martin, sieht schlecht aus mit Verhandlungen. Also Martin, ich finde, die LX gefällt mir sehr gut. Die GTS ist halt zum einen 300 Kubik, aber unser Budget ist halt fast aufgebraucht. Also auch wenn wir jetzt irgendwie eine GTS eigentlich gesucht haben. Von Viertakt zu Zweitakt. Ja, und von 300 auf 50 Kubik runter. Schauen wir mal, was wir für einen Preis machen können mit ihm. Das würde ich sagen. Und Fragen wir dann- mal, was sein letztes Wort ist. Aber ich glaube, wir werden bei der LX landen. Dann gehen wir mal zu ihm. Ralf, Nico, wir haben uns jetzt besprochen. ja. Aber viele Argumente finden wir nicht, weswegen wir den Preis drücken können. Was ich ansprechen wollte, ist die Mofa-Drossel. Wir brauchen kein Mofa. Das heißt, wir müssen die ja wieder austragen. Also das Ganze zurückrüsten. Okay, das sehe ich jetzt anders. Ja, ich habe es als Mofa inseriert. Die Mofa-Drossel kostet Geld, wenn man sie kauft mit dem Gutachten. Das ist ja dabei eben auch. Ja. Und das hat halt den Hintergrund, dass du das Fahrzeug mit einem Mofa-Führerschein bewegen kannst, der wesentlich günstiger ist wie der 45 km/h Führerschein. Ja. Stimmt auch wieder. Ist ja eigentlich auch ein Feature, ne, dass halt eben Ja. da schon die Mofa-Drosselung eingetragen ist. Ja. Was ist denn deine Vorstellung? Was willst du denn haben? Also ich habe den Roller inseriert für 1.790 €, Martin. Meine Schmerzgrenze, sagt mir immer so, sind 1.650 € für den Roller. Martin, ich glaube, ich mache den Sack zu. Bevor er sich anders überlegt. Okay, Alles klar. Super, freut mich. Uns auch. super. Martin, ich bin richtig happy mit der LX. Bei dem Fahrzeug stimmt eigentlich alles. Der Zustand, der Preis. Also, wir wollten ja eigentlich eine GTS kaufen. Wir haben jetzt eine kleine LX50 Zweitakt gekauft. Weiß nicht, ob es ein Schnäppchen ist, aber es ist auf jeden Fall ein fairer Preis. Aber das Fahrzeug ist auch super aufgeräumt und solide. Da steht das gute Stück. Martin, Zufrieden? ich bin mehr als zufrieden. Ja. Dir geht's so wie mir. Ich bin hellauf begeistert. Ist zwar was ganz anderes geworden, als wir zuerst wollten, ne? Ja, das stimmt. Aber irgendwie, du warst super gelaufen. Der Mann mordsfreundlich. Habt ihr denn schon mal Erfahrungen gemacht mit dem Kauf einer Vespa? Dann schreibt es einfach in die Kommentare. Und vergesst nicht, Kanal abonnieren, Bimmel drücken und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Werkstattwagen aufräumen. Das war ja noch das. Naja, gut. Martin, willst du mir zur Seite stehen? Gerne. Schade. Ach, scheiße! Ah, nee! Leute! Haben wir das drauf?